An dieser Stelle soll heute ein Bahnübergang entstehen und da ist richtig viel zu tun, denn ich weiß nicht wie. Und wir haben viele Dinge zu lösen, denn wie kann ich hier diesen Bahnübergang steuern, dass beide Schranken gegenläufig hochgehen mit einem Seilzug? Ja, das ist einmal zu regeln und auch, dass die Schranken hier hinten nicht umschlagen, das ist natürlich auch ganz wichtig. Ja, den Bahnübergang kennt ihr bestimmt, der ist von Bluebricks, nichts Besonderes, viel Zubehör dabei oder ein bisschen. Was mir nicht gefällt, ist das Andreaskreuz, auch das möchte ich gerne neu machen. Das ist mir ein bisschen zu klein. Ich möchte auch hier zwischen eine Beleuchtung haben, ein Blinklicht. Das muss gemacht werden. Eine große Leuchte soll auch noch entstehen. Ja, und hier muss die Straße erstmal gemacht werden. Und ich würde sagen, an der Stelle fange ich auch an. Denn ich muss die irgendwie mit den Schienen erstmal auf eine gewisse Höhe kommen. Da ist auch noch viel zu tun. Ich muss die Laternenkabel verlegen, überlegen, wie ich es mache. Aber ich würde sagen, ich melde mich tatsächlich beim nächsten Baufortschritt, wenn ich hier mit so ein bisschen Straße weitergekommen bin, mit dem durchgezogenen Mittelstreifen. Das wird alles nicht so ganz einfach werden. Denn wir müssen ja wahrscheinlich auch hier in Snotbautechnik arbeiten. Denn dieser Mittelstreifen läuft ja genau zwischen zwei Noppen durch. Das heißt, hier müssen wir irgendwie entweder snotten oder mit Jumperplates arbeiten. Also es ist viel zu tun, viel zu regeln. Ich melde mich, sobald ich ein Stückchen weitergekommen bin. Der Bahnübergang ist soweit fertig mit dem Seil bzw. Zwirnsfaden. Ich zeige euch das einmal. Ich drehe hier dran an dem Rad und beide Schranken gehen gegenläufig hoch. Ja, ich finde das richtig klasse. Ich zeige euch das gleich nochmal ein bisschen detaillierter, wie der Anschlag ist und so weiter. Hier seht ihr es jetzt mal aus nächster Nähe. Ich habe die Kamera in der Hand, das wackelt ganz leicht. Der Faden, der von hier vorne kommt, läuft hier vorne über eine Rolle, hier wieder hoch und ist hier hinten mit der Schranke verbunden. Und wenn ich jetzt an den Faden ziehe, seht ihr, wie das Ganze hochgeht. Jetzt heißt es, dieses Andreaskreuz zu bearbeiten. Ich wollte das ja ein bisschen größer machen, in Kombination hier mit diesem Lightstacks-Stecker. Ja, irgendwie muss das funktionieren, dass wir hier hinter noch ein Licht zum Leuchten kriegen. Natürlich wird das Ganze ein bisschen größer werden, aber da mache ich mich jetzt auf jeden Fall sofort dran. Das heutige Video entstand mit freundlicher Unterstützung von OpenBrickSource, dem Hersteller mit kompatiblen Bausteinen. Aus diesem Lightstacks-Stecker musste ich jetzt was zaubern und das habe ich hier getan. Ich finde, man sieht ihn auch gar nicht mehr von hinten. Ich habe das ganz gut verkleidet. Natürlich ist das Teil hier von der Seite ein bisschen dicker, aber ich denke, von vorne sieht das richtig stark aus. Und auch in der Größe, wenn man es hier beistellt, es ist absolut in Ordnung. So, dann wollen wir das Ganze mal ein bisschen beleuchten, indem wir den Modus dementsprechend mal anmachen. 1, 2, 3, dritte Stufe. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an, wie das blinkt. Ja, das sieht doch wohl klasse aus. So, jetzt baue ich noch ein zweites dazu. Dann stelle ich mir die hier mal einmal hin und dann gucken wir uns das mal mit den Straßen auch mal so ein bisschen an. Also, bis gleich. Ich habe das Ganze hier einmal grob hingestellt, erstmal die Straßenplatten erstmal hier hingelegt und um einmal zu gucken, wie das überhaupt so aussieht. Ja, gar nicht mal so schlecht. Was noch fehlte, ist eine etwas größere Laterne, die ich machen wollte, nämlich diese hier. Da habe ich einen ganz normalen Lightstacks-Stecker wieder genommen und habe den anschließend verkleidet hier mit Trans-Clear-Teilen. Die ganzen Kabel durch die 1x1 Roundrigs gezogen. Und wenn wir die mal anmachen, die soll in Gelb leuchten. Ich hoffe, man sieht es so ein bisschen. Ja, ich glaube, das sieht gar nicht mal so schlecht aus für den Bahnübergang. So machen wir das. Jetzt kommen wir aber erstmal zu diesem Teil hier. Und das wird nicht so einfach. Das heißt, hier die selbstgemockte Straße erstmal bauen. Und da mache ich mich jetzt dran. Und hier ist schon mein selbstgemocktes Straßenteil. Ja, das sieht doch gar nicht so übel aus, oder? Ich habe das teilweise, oder muss das hier in Snotbautechnik bauen, weil sonst passt das mit dem Mittelstreifen nicht. Ja, und teilweise ist es auch auf Jumperplates gesetzt. Aber ich denke mal, so sieht das schon ganz gut aus. Ja, hier ist ja die Stromzuführung für die 9-Volt-Schiene. Das muss natürlich sein. Jetzt kann ich das Ganze auch hier einsetzen. Dazu werde ich mal kurz den Bahnübergang öffnen. So. Dann lege ich das jetzt hier ganz vorsichtig mal hier zwischen. Damit ihr ungefähr so ein Bild dafür bekommt, wie das hinterher aussehen soll. So, ja, was meint ihr? Gar nicht so übel. Hier kann ich noch Haltelinien reinmachen in weiß. Und hier auch. Hier dann halt dunkelgrau wieder rein. Ich glaube, so können wir erstmal starten. Und das ist jetzt erstmal das Ziel. Das heißt, dass ich diese Baseplates, beziehungsweise diese noch nicht, da kommen wir später zu, denn die Straße soll ja auch mal schräg verlaufen in diese Richtung. Haha, zeige ich euch in der nächsten Runde. Nein, hier erstmal Unterbau machen, damit das hier nicht mehr federt. Das heißt, überall 2 Bricks
alles auf 2 Brick Höhe machen, die Kabel alle dementsprechend verteilen, damit alles richtig ist. Und das ist jetzt das erste Ziel. Kabel verteilen und hier so ein bisschen Unterbau machen, damit das alles stabil ist, die Haltestreifen rein. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Die Haltelinien sind drin, einmal auf dieser Seite, wie hier drüben auch. Ich glaube, insgesamt sieht das doch richtig stark aus. Natürlich sieht man, dass diese Stelle hier gefliest ist und dass hier Straßenplatten liegen. Das ist natürlich ganz klar. Ich bin soweit mit der Ausgestaltung hier wirklich fertig geworden. Jetzt grob wenigstens, das Feine kommt ja noch. Hier hinten möchte ich eine Mauer hinmachen an dem Häuschen. So ungefähr soll das Häuschen auch stehen, da muss dann noch eine Treppe runtergehen. Wichtig war es ja heute, nur die Technik hier fertig zu kriegen, dass alles steht, damit wir den Rest dann bebauen können. Ja, und Sound habe ich gerade auch mit eingefügt. Ich kann das ja gerne noch mal einmal präsentieren. Ich mache hier die gesamte Beleuchtung an, schalte hier 3-mal, bis das Licht blinkt. Mache hier hinten noch das Soundmodul an von Lightstacks. Ich kann es euch ja mal einmal zeigen, wie das aussieht. So sieht das Ganze aus. Aufnahmezeit sind 1,5 Minuten. So, dann mache ich das mal an. Und wenn ich natürlich hier passend dazu drehe, jetzt will sie gerade nicht. Ja, ist schon irgendwie ein bisschen stark, finde ich. Ja, hat was. Ja, weil es so schön war beim letzten Mal und wer es noch nicht gesehen hat, ich lasse heute noch mal meinen 3 Meter langen Coca-Cola-Dusenzug fahren. So, wenn euch das alles gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like und ein Abo da, verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich doch immer so gerne. Und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Ja, und ich möchte nicht an dieser Stelle hier weitermachen, denn ich werde euch in der nächsten Runde mein neues Straßensystem zeigen. Ja, mein selbstgemocktes Lego-Straßensystem. So sieht's aus. Also, bis dahin. Tschüss!